Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Koch einfach lecker. Zuallererst möchte ich euch ein Geheimnis verraten. Koch einfach lecker ist jetzt auch auf Instagram. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, sowohl jetzt auf YouTube zu abonnieren, als auch auf Instagram zu abonnieren. In diesem Zusammenhang möchte ich auch meiner lieben Instagram-Beauftragten danken. Herzlichen Dank für die unglaublich tolle Arbeit, die sie macht. Danke, danke, danke. Danke auch an meine liebe Freundin in England für die Übersetzungen. So haben immer mehr Leute die Möglichkeit, diese tollen Gerichte nachzukochen und sich daran zu erfreuen. Nun habe ich aber wirklich genug geredet. Jetzt muss ich euch noch verraten, was wir kochen werden. Und zwar gibt es heute leckere Teigtaschen gefüllt mit saftigem Spinat und köstlichem Feta. Lasst uns loslegen mit wirklich sehr wenigen Zutaten. Hierfür benötigt ihr 160 Gramm Mehl, 100 Gramm lauwarmes Wasser diesmal, 1 Teelöffel Salz, eine Zwiebel, dann kommen 150 Gramm Schafskäse rein und 300 Gramm Spinat. Nun nehmt ihr einfach eine Schüssel, mischt das Mehl zusammen mit dem Wasser, mit einer Prise Salz und knetet den Teig gut durch, wie ihr das hier so sehen könnt, und formt aus dem Teig 12 ungefähr gleich große Teigbällchen, die ihr dann circa 30 Minuten ruhen lässt mit einem abgedeckten Geschirrtuch, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. Und dann könnt ihr euch auch schon der Füllung widmen. Für die Füllung benötigt ihr eben den Spinat, die Zwiebel, die tut ihr klein hacken, und den Feta-Käse, den tut ihr einfach mit der Gabel ein bisschen zerdrücken und mischt alle Zutaten gut miteinander. Aber bevor ihr das macht, müsst ihr die Zwiebel noch ein bisschen anbraten. Das schmeckt einfach noch ein bisschen besser. Den Spinat habe ich jetzt nicht mit in die Pfanne gegeben. Es gibt auch Leute, die das machen. Mir war das irgendwie zu kostbar, die Vitamine darin, und ich wollte das nicht verkochen. Deswegen habe ich nur die Zwiebel schön angebraten in etwas Öl und in die Füllung dazugegeben. Und das war es dann auch schon. Ihr könnt natürlich auch die Zwiebel wirklich weglassen und auch Petersilie dazu rein. Ich habe jetzt Zwiebel dazu genommen. Ich mag das einfach. Es hat dann nochmal so ein bisschen, ist noch ein bisschen knackig. Im Anschluss nehmt ihr die mittlerweile fertigen Teigbällchen und einen Teller. Das ist ein kleiner Trick. Normalerweise rollt man die mit dem Nudelholz mühselig auf, aber ich habe ja leider keine Zeit in meinem Alltag und deswegen nehme ich einfach so einen Teller, lege da die Kugel drauf, so eine Teigkugel drauf, drücke das schön flach mit meinen Händchen und, sieht doch toll aus, nicht? Und befülle diese mit der Füllung. Dann nehme ich eine Gabel und gehe außen rum, dass eben diese Teigtaschen sich nicht öffnen können, und drücke alles fest. Das war's dann auch schon. Jetzt nehmt ihr etwas Öl und packt es in die Pfanne. Die tollen Taschen bratet ihr goldbraun an. Und dann seid ihr auch schon fertig. Ihr Lieben, ich hoffe, dieses Rezept hat euch gefallen und ihr wollt mehr davon sehen. Dann abonniert doch meinen Kanal. Was ich euch noch sagen wollte ist, mein Sohn hat nächste Woche Geburtstag. Daher werde ich es leider nicht schaffen, ein Video aufzunehmen. Aber wenn ihr Interesse habt und den Kuchen sehen wollt, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Und vor allem, seid bald wieder dabei, wenn es heißt, Koch einfach lecker!